Moin YouTube, Felix hier. Ja, ich bin kurzfristig rausgefahren zum Flugplatz nach Jesenwang. Wir haben wunderschönes Wetter. Der Wind, ja, gucken wir uns gleich mal an. Zum Starten sollte er zumindest ausreichen. Er ist so mittelstark, 10 km/h. Also eigentlich ganz gut. Es soll heute nur eine kurze Runde werden, da es nicht gerade sehr warm ist heute. Einmal soll es über den alten stillgelegten Flughafen Fürstenfeldbruck gehen und dann wieder zurück. Ich wollte ein bisschen was von mir erzählen und vielleicht noch ein paar aufgetretene Fragen von meinem Flug letzte Woche nach München klären. Also bleibt dran und viel Spaß. Der Mike jetzt abflugbereit und startet. Da sind wir in der Luft. Wunderbar. Wollen wir mal schauen, dass wir hier sicher aus der Platzrunde kommen. Da vorne fliegt eine Cessna. Wir bleiben niedrig. Es ist auf jeden Fall kalt. Und ich brauche meine Handschuhe. Gucken mal, ob wir den Schirm, ob da alles in Ordnung ist. Alles perfekt. Spaß. Ja, da ist er, der alte Flughafen von Fürstenfeldbruck, östlich von München, im Hintergrund die Großstadt. Wollen wir mal gucken, was da so abgeht auf dem Flughafen. Boah, ist ja alles ein bisschen langsam. So, tritt mal auf. Maps Geschwindigkeit. Fliegen natürlich jetzt auch gegen den Wind. Das macht das alles ein bisschen langsamer. Ja, jetzt wo wir hier sind und einen schönen Hintergrund haben, kann ich ja mal ein bisschen was erzählen von mir. Ich bin Felix, bin schon seit ich denken kann in die Fliegerei verliebt. Das ist alles wahrscheinlich durch frühkindliche Prägung geschehen. Mein Vater ist Berufspilot, hat mich schon in der Babyschale mitgenommen zum Fliegen mit der kleinen Cessna. Ich war damals am Wochenende immer mit dabei auf Flugscharen, habe mir das alles angeguckt, war immer begeistert und habe dann so früh wie es ging natürlich mit dem Fliegen angefangen. Zuerst Segelflug im Alter von 13 Jahren, dann mit 14 hatte ich dann meinen ersten Alleinflug, Segelflugzeug, und aufgrund eines Austausches, den mein Vater da mitgemacht hat mit seiner Firma damals, war er ein halbes Jahr in Kanada als Pilot angestellt und da war ich dann dabei und hatte das große Glück, dass man in Kanada auch bereits mit 14 Jahren seinen ersten Alleinflug machen kann, mit auf einem Motorflugzeug. Also habe ich dann da meinen ersten Alleinflug auf einer Cessna 150 Bild hier gemacht. Dann zurück in Deutschland habe ich meinen Privatpilotenschein mit 16 angefangen. Mit 17 hatte ich den dann in der Hand, bin mit meinen Freunden rumgeflogen. Autofahren durfte ich noch nicht alleine, aber fliegen. Ja, dann nach dem Abi habe ich mich dann bei der Fluggesellschaft mit dem nicht hinten drauf beworben. Wurde dann da glücklicherweise genommen, durfte die Ausbildung da machen. Bin jetzt seit 2017 Berufspilot. Zum Motorschirmfliegen bin ich vor circa einem, sagen wir, mittlerweile sind es schon fast 2 Jahre, bin ich zum Motorschirmfliegen gekommen.
einfach über YouTube habe ich das gesehen und dachte, das musst du mal ausprobieren und ist einfach mega geil, dieses Hobby, und diese Freiheit macht einfach Spaß. Klar, in Deutschland ist man von Gesetzen umzingelt und muss sich natürlich daran halten. Man darf jetzt hier nicht im Tiefflug über die Bahn fliegen, das ist natürlich langweilig. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ganz anderes Fliegen als im Flugzeug. Die Trümmer wieder zumachen, dann können wir ein bisschen Rückcruisen. Reisegas raus. First and Fourth Run. Was geht ab? Ja, der Flughafen wurde umfunktioniert zu einer Autoteststrecke von BMW. Deswegen darf ich jetzt hier rüberfliegen, weil wie man sieht, ist auch auf der Bahn stehen überall Piloten rum und so. Also da braucht man keine Angst haben, dass jetzt hier irgendwas, dass ich hier irgendwie wen belästige. Allerdings ist hier auch die Bundeswehr, deswegen will ich mich jetzt hier nicht allzu sehr daneben benehmen. Gucken wir das einfach aus sicherer Distanz an. Ob die da gerade was drehen für Grip, das Automagazin. Der neue Corsa E. Wie er performt. Ah nee, das ist irgendwie ein M4 oder sowas. Geil. Die fahren ein bisschen schneller als ich, da kann ich nicht mithalten. Nur ein bisschen rumkurven hier, um mal ein paar szenische Eindrücke zu kriegen. Wow. Wunderschön. Alpen sind heute nicht zu sehen. Das war schöner, geht schöner. Boah, ist das kalt heute. Woohoo. Nice. Jetzt werde ich mal ausprobieren, wie das denn ist, wenn ich den Selfie-Stick jetzt mal hier rausnehme, hoffentlich nicht fallen lasse. Kommt er hier rein? Ja, da hält er doch Weg. Darf ich noch nicht vergessen. So, dann werde ich mal ein bisschen Höhe machen. Jetzt ist der Luftraum über uns wieder ein bisschen höher. Und dann noch ein bisschen Spaß haben. Bis gleich. Vor uns der Fernsehturm, von dem werden wir gleich unsere Position melden, um wieder in Jesenwang anzufliegen. Da vorne der Ammersee. Der Starnberger See ist da hinten und der Flughafen da ist Oberpfaffenhofen. Da werde ich mal reinrufen in Jesenwang, mich anmelden. Jesenwang Info Delta Mike aus India Mike, hallo. India Mike, Ja, Delta India Mike, Motorschirm beim Fernsehturm zur Landung, bitte Landinformation. India Mike, wir haben die 07 mit einem Binder aus 70 Grad. Ihr Anflug nach eigenem Ermessen. Delta India Mike, Piste 07, Anflug nach eigenem Ermessen. Ich komme dann aus Südosten unter der Platzrunde 2000 Fuß.
Das klingt ja sehr komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Entweder mit meinem Funk oder... Tja, gute Frage. Ja, wir haben hier gerade ein paar Funkstörungen auf der Frequenz vom Flugplatz, deswegen war ich gerade noch abgelenkt. Ja, wo wir hier so schön im Anflug auf den Flugplatz sind und über die Wiesen niedrig fliegen, wollte ich noch ein paar Fragen beantworten, die mich quasi jeder gefragt hat zu dem Video letzte Woche, wo wir über München geflogen sind. Jeder fragt, darf man das? Ist das überhaupt erlaubt mit dem Motorschirm über München? Klare Antwort, ja. Über München ist erstmal grundsätzlich kein beschränkter Luftraum. Ab einer gewissen Höhe kommt ein kontrollierter Luftraum, der zum Flughafen München gehört. Aber da der Flughafen München außerhalb der Stadt ist, ist da über der Stadt noch alles frei. Und das ist also kein Problem. In Deutschland gelten für Motorschirme das gleiche Recht wie für ULs oder andere Flugzeuge, was seine Vorteile hat, wie dass man über München fliegen darf, aber halt auch seine Nachteile, dass man halt an einen Flugplatz gebunden ist und auf einem Flugplatz starten und landen muss. Ja, als nächstes kam die Frage, was hättet ihr gemacht, wenn der Motor ausgefallen wäre? Da kann man ja nirgends landen. Ja, ist schon richtig, wenn der Motor ausfällt über einer Stadt oder einer Ortschaft, ist das natürlich das Blödeste, was einem passieren kann. Aber mit einem Motorschirm braucht man natürlich für eine Landung sehr wenig Platz und im Notfall darf man natürlich auch überall landen. Wir hätten aus unserer Flughöhe, die wir hatten, haben uns an die Sicherheitsmindesthöhe gehalten, hätten wir jederzeit auf der Theresienwiese oder auf dem Fußballplatz landen können oder zur Notwehr auch am Weserufer. Juhu. Delta India Mike, rechter Gegenanflug, UL Platzrunde für die Wiese 07. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir hier reinkommen zur Landung. Treppe zu. Kamera rollt noch. So, da ist die Wiese, da wollen wir landen. Kommt noch eine Cessna, ich drehe mal hinter der ist ein. Nice landing. Engine off. So, das war's mit dem Flug. Alles wieder heile am Boden, bisschen durchgefroren, aber das war es wert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.